Hi, herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe hier wieder meinen kleinen Fuchs liegen. Ich dachte, wir machen mal ein kleines Whip and Chat, Work in Process, Paint with me oder, wie man das nennt. Ja, ich wollte euch einfach mitnehmen und mit euch zusammen am kleinen Fuchs painten. Den hatte ich euch schon mal vorgestellt und ihr hattet euch ja dazu geäußert, dass ihr gerne von Anfang bis Ende dabei wärt beim Painten sozusagen, und deswegen sieht er noch so aus wie das letzte Mal. Wir waren das letzte Mal bei der Nummer 7 stehen geblieben. Und jetzt gehen wir einfach hier weiter mit der Nummer 8. Mal schauen, wie weit wir kommen. Wir legen einfach los. So, einmal noch ein Schiffchen. Dann brauche ich noch einen kleinen Stift. Und unsere Farbe Nummer 8. Ja, mal schauen. Die 8 ist ja jetzt, glaube ich, gar nicht so viel. Aber trotzdem ein bisschen. Also bis jetzt, finde ich, kommt das schon ganz gut raus, der kleine Fuchs. Für dieses Format 18 x 18. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich hole euch mal dichter. So, mal gucken. Genau, ich glaube, so passt das ganz gut. Ja, ich weiß gar nicht so genau, ich habe mir jetzt gar keine Gedanken gemacht, was ich euch Schönes erzählen kann. Ich dachte, ich erzähle dann einfach ein bisschen von der Woche oder sozusagen von den 14 Tagen, weil ich habe ja jetzt seit 14 Tagen an dem Fuchs nicht mehr gearbeitet. Und ja, ich dachte, ich erzähle einfach ein bisschen was da davon. Obwohl, es gibt da nicht so viel zu erzählen. Ich war natürlich fleißig arbeiten und ja, dann einkaufen, also der normale Alltag sozusagen, was ich auch nicht schlimm finde. Ich finde, ein bisschen Alltag tut immer mal ganz gut. Also ich brauche das nicht immer so von einem Extrem ins nächste Extrem. Ich bin froh, wenn die Sachen stetig sind. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber trotzdem ist das ja schon schön. Ich finde, so eine gewisse Stetigkeit ist immer ganz gut. Ja, weiß gar nicht. Also ich bin ja jemand, ich gehe nicht so gerne einkaufen. Und das ist jetzt die letzten 14 Tage auch relativ mau bei uns ausgefallen. Weil ich muss euch ehrlich sagen, es war mir einfach zu voll. Ich weiß nicht, was los war in letzter Zeit, aber es war halt zu den Zeiten, zu denen ich einkaufen gehen wollte, immer voll. Und ich weiß auch nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist es so,
Wenn ich dann schon, also nach der Arbeit fahre ich meistens so an den typischen Geschäften vorbei. Und wenn ich dann schon sehe, dass der Parkplatz von vorne bis hinten sozusagen etwas zugeparkt ist, dann habe ich da schon gar keine Lust mehr drauf. Dann tue ich mir wirklich nochmal überlegen, ob ich überhaupt einkaufen gehen muss oder ob ich sozusagen aus unserer Brotschublade lebe oder ob wir was aus der Tiefkühltruhe holen. Ja, und ja, ich muss euch sagen, es war halt etwas mehr Brotschublade und Tiefkühltruhe. Ich meine, die Sachen müssen ja auch gegessen werden. Ne? Die tut man ja nicht umsonst da rein, sondern sie müssen ja auch gegessen werden. Und das ist auch nicht schlimm. Dann haben wir sie aufgebraucht und fertig war die Sache. Tiefkühltruhe ist jetzt bei mir sozusagen, ja, da habe ich dann mal Hackfleisch zum Beispiel eingefroren oder ja, Hähnchenbrust, Lauch oder Sellerie habe ich da drin eingefroren zum Beispiel. Halt alles, was man einfach so ein bisschen auf Vorrat braucht. Was ich auch gerne einfriere, das sind Zwiebeln. Wenn wir dann nämlich Nudeln mit Tomatensauce kochen, ich mache ja die Tomatensauce selber und dann hole ich die Zwiebeln eingefroren und mache mir die in den Topf und schwitze sie dann an oder brate sie dann an. Was wirklich gut funktioniert. Man muss halt ein bisschen darauf achten, dass der Topf sozusagen wirklich heiß ist, also dass da die Zwiebel gut angebraten wird. Denn wenn das nicht ist, wird die Zwiebel so leicht, ja, so weich einfach. Aber bis jetzt hat das immer ganz gut geklappt. Und dasselbe mache ich auch mit dem Knoblauch. Also Knoblauch habe ich zum Beispiel auch immer in der Gefriertruhe drin. Fertig geputzt, genauso wie die Zwiebel. Und dann ist das sozusagen verzehrfertig gemacht oder zum Kochen fertig gemacht, so rum. Weil für den Salat oder so würde ich das, glaube ich, jetzt nicht mehr nehmen. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich glaube, da würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen. Da hole ich lieber dann frisch. Also fürs Dressing vom Salat her. Ja. Und ja, das haben wir halt gehabt dann. Und was ich auch hatte, ich habe mir in meinem einen Hochbeet Pflücksalat angebaut. Und ja, der ist durch den Regen schon gut vorangekommen, sozusagen gut gewachsen. Und dann haben wir auch Salat gegessen. Salat und dann Brot dazu, oder ich habe auch Aufbackbrötchen dann gemacht. Und dann ganz schlicht und einfach. Was wir auch gegessen haben viel, sind die Erdbeeren aus dem Garten. Also wir hatten super Erdbeeren bis jetzt. Also ich kann mich jetzt nicht beschweren, dass das abgenommen hat von den Erdbeeren her. Wir haben auch noch gut Erdbeeren im Garten. Die werden jetzt, nachdem wir uns sozusagen satt gegessen haben, eingefroren und kommen halt rüber für im Winter, weil die Kinder essen gerne mal dann im Winter auch so ja, Erdbeeren mit Milch oder Erdbeeren mit Sahne, oder ich mache gern, dass ich halt Sahne schlage, halt steif schlage und dann sozusagen die pürierten Erdbeeren drunter hebe und das dann für eine Stunde nochmal in den Gefrierer stelle. Und dann hat man so ein Sahne-Eis. Ja, und das essen die Kinder halt auch ganz gern. Ich auch. Ich bin eigentlich nicht so der Eisfan, aber sowas
esse ich dann doch ganz gerne. Und dann gibt es halt sowas davon. Was ich jetzt auch machen werde, ist mit den Erdbeeren, die jetzt kommen, ist Marmelade kochen. Ja, da habe ich schon gemacht und die essen auch die Kinder unglaublich gern. Also nicht nur die Kinder. Also die ganze Familie isst die gerne und deswegen wird das damit noch gemacht. Ich bin auch hingegangen und habe schon die Erdbeeren von meiner Mutter mitgepflückt. Und dann wird das alles verwertet. Das glaubt man gar nicht, wie schnell das einfach weg ist. Weil die Kinder mögen das, ich auch. Ich nehme mir das dann auch mit, pürierte Erdbeeren zum Beispiel mit Joghurt, mit auf die Arbeit zum Essen. Und dann hat man ein schönes, schnelles, erfrischendes Essen, finde ich. Oder Erdbeeren mit Quark oder so. Das finde ich auch immer schön. Ja, und dasselbe wird dann auch passieren, wenn die Himbeeren da sind und die Brombeeren. Dann wird das gemampft. So ist das bei uns. Aber gut, ja, so viel zu dem Thema Einkaufen. Ja, geht ihr gern einkaufen? Ich weiß nicht. Also ich habe auch schon im Einzelhandel gearbeitet. Ja, die Kollegen und alles, das war super schön. Der Kundenkontakt war schön. Aber ja, ich weiß nicht. Für mich war es nachher nichts mehr. Ich habe das ein paar Jahre gemacht. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, es muss was Neues her. Und dann habe ich mir halt was Neues gesucht. Weiß nicht, das kann man vielleicht, ja, manche können das bestimmt nachvollziehen. Ja, so war das. Genau. Und ja, das war das Einkaufen sozusagen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe heute für die Kinder, heute ist Freitag, und ich habe heute für die Kinder vegane Lasagne gemacht, also Lasagne ohne Fleisch. Und da waren sie auch sehr begeistert von. Ich habe halt mit Tofu gearbeitet, habe die Soße dann halt so gemacht, als wäre es Hackfleisch, einfach nur mit Tofu, und habe das dann als Lasagne weiterverarbeitet. Und ich muss sagen, das hat sehr, sehr gut geschmeckt. War schön. Hat gepasst. Ja. Und die Woche über, also jetzt dann noch. Gestern hatten wir, da hatte ich weiß nicht, kennt ihr das? Da habt ihr so Lust auf eine Sache. Und ich hatte so Lust auf Kartoffelgratin. Da habe ich Kartoffeln schnell gekocht, war abends, und da habe ich die Kartoffeln gekocht und habe dann so schnell ein Gratin gekocht mit Kartoffeln und Zwiebeln und Käse. Und dann habe ich noch im Gefrierer Blumenkohl gefunden, also so kleine Röschen. Blumenkohl und Brokkoli waren da, also es war so ein Beutelchen aus Aldi, Lidl, ich weiß nicht mehr. Und da habe ich das noch reingemacht. Und dann halt gewürzt mit was hatte ich reingemacht? Schmand und Joghurt, Milch, Salz und Pfeffer natürlich, ein bisschen Paprika, einen kleinen Spritzer Senf mache ich immer noch gern da rein. Und
ja, habe das dann in den Backofen geschoben. Also das war auch sehr, sehr, sehr lecker. Mir hat es geschmeckt. Die Kinder fanden es nicht so der Burner. Die haben gefragt, was gibt es denn noch dazu? Aber es gab nur das Kartoffelgratin. Ja, also fleischmäßig gab es da so nichts dazu. Ja, war nur das Gratin, fertig. Ja, das war aber auch mal ganz gut. Also man muss nicht immer alles dabei haben, so nach dem Motto. Und ich finde auch, die Kinder können auch mal so essen, dass das halt das, was es gibt, fertig. Und da ich da so Lust drauf hatte, mussten sie durch. Ja, so ist das. Ja, genau. Das war die Woche. Jetzt bin ich mal gespannt. Bei uns gibt es ja jetzt, also meine Tochter hat heute Zeugnis gekriegt, weil sie ja sozusagen im Stufenwechsel ist. Und erst nachher in 3 Wochen kriegt mein Sohn Zeugnis. Da bin ich auch mal gespannt. Aber ich denke mal, die fallen ganz gut aus. Eigentlich brauche ich mir da keine Gedanken machen, weil die sind fleißig, die lernen, die gucken, die machen. Das ist super. Ja, das machen sie schon recht gut. Genau. Jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt sind ja dann auch bald die Sommerferien sozusagen. Also wie gesagt, in 3 Wochen sind bei uns die Sommerferien. Mal gucken. Sie haben jetzt alles geschrieben. Jetzt kommen nur noch sozusagen, obwohl alles, also mein Sohn hat noch nicht alles geschrieben. Ich glaube, da fehlt noch 1, 2 Sachen fehlen noch. Aber ich glaube, das ist nicht mehr allzu wild. Ja. Und dann haben sie frei. Da freue ich mich schon für sie. Denn das haben sie sich schon verdient. Dann können sie sich entspannen und einfach die Seele baumeln lassen. Und dann bin ich auch wieder entspannter, finde ich. Also ich habe das immer gern. Und da merke ich auch selber, wie es mir selber gut tut, wenn die Kinder entspannter sind, dass ich dann auch entspannter bin. Ja, so ist das bei uns. Also ich habe meine Kinder auch gerne zu Hause, auch in den Ferien. Ja, auch wenn das manchmal vielleicht anstrengender ist oder ungewohnter ist, weil die Kinder manchmal ja nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Aber das gehört auch dazu. Also die Kinder müssen das natürlich ja auch, den Umgang damit lernen, finde ich jetzt. Ich musste das auch lernen, obwohl wir früher viel in den Ferien dann, ich habe ja auf dem Dorf gewohnt, wir waren extrem viel draußen. Schwimmbad und sowas waren wir jetzt nicht, weil zum Schwimmbad hin bei uns, das war halt in der Stadt. Und da, ja, Dorfleben, da war nicht eben mal, ich fahre mit dem Bus, sondern in den Ferien sind sozusagen unsere Busse, die zu den Schulzeiten gefahren sind nicht gefahren. Und da hieß es ja, entweder du fährst mit dem Fahrrad oder du läufst. Ja, und dann sind wir manchmal ins Schwimmbad gelaufen und manchmal halt eher nicht, weil wir zu faul waren. Ja, und da mussten wir halt immer gucken, dass wir abgeholt werden, weil ja der Bus dann nicht gefahren ist.
wenn wir heimkommen sollten, so nach dem Motto. Und dann sind wir meistens, entweder sind wir wieder sozusagen hochgelaufen, also wir haben auf dem Berg gewohnt und entweder sind wir dann vom Schwimmbad aus dann wieder nach Hause gelaufen oder meine Mutter hat uns abgeholt oder mich abgeholt, sagen wir eher so. Und die hat mich aber dann nur abgeholt, wenn sie dann wirklich mal gefahren ist, um meinen Papa vom Bahnhof abzuholen. Ja. Und dann durfte ich mitfahren. Aber wenn mein Papa gesagt hat, nee, nee, ich laufe, der ist nämlich sonst dann auch gelaufen, weil wir hatten nur ein Auto und dann ist er auch gelaufen vom Bahnhof aus, wenn er nach Hause kam. Und dann hat er mich halt zu Fuß abgeholt. Und dann sind wir immer wieder hochgelaufen. Und zwischen Stadt und Dorf, das, na gut, was sind, aber trotzdem, das sind ja schon, also 10 Kilometer sind schon, ja, na, runter ging, ja, runter sind wir ja den Berg und dann bist du sozusagen, ja, kannst du locker gehen, ja, aber hoch, das hat sich schon gezogen. Wir sind dann auch auf der Straße gelaufen. Ja, weil das halt angenehmer zu laufen war. Man hätte auch durch den Wald gehen können. Aber ja, das war halt dann noch mal ein bisschen weiter. Das war halt ein Wanderweg. Ja, und das war bei uns so. Also da bin ich jetzt ganz froh, dass ich mit den Kindern, also wir wohnen jetzt sozusagen in der Stadt oder in der Kleinstadt, wo das Schwimmbad war. Und meine Kinder können da zu Fuß hingehen. Die gehen noch nicht mal 10 Minuten dahin. Ja, wenn sie dann gehen möchten und sich da treffen wollen und sowas. Also ja, deswegen. Finde ich ganz schön. Und sie laufen auch in die Schule dann. Also müssen da nicht gefahren werden oder sonstiges, sondern die laufen. Das macht ihnen auch Spaß, tut ihnen auch gut. Ja. Aber früher war das so, wenn ich mir da vorstelle, wir sind dann auch, wenn die Busse wetterbedingt nicht gefahren sind, haben auch die Eltern dann auf dem Dorf, ah ja, wer fährt noch runter? Und dann wird geguckt, wer fährt von den Eltern von den Dorfkindern. Und dann wird da halt alle einkassiert und dann wird gefahren. Ich meine, ja, obwohl es war eher seltener, dass bei starkem Glatteis sind sie natürlich nicht mehr gefahren, da sind wir daheim geblieben. Ich habe auch immer die Kinder beneidet, wo dann die Eltern schon arbeiten waren und die dann gesagt haben, oh nö, also ich gehe nach Hause. Weil da ja keiner dann da war, wo gesagt hat, ha, und du fährst da mit. Ja, sondern ja, die konnten dann schön heimgehen und haben dann ihren Eltern halt nachher gesagt, wenn die von der Arbeit kamen, ja, der Bus ist nicht gefahren. Ne? Ja. Und dann meine Mama ja dann, also er hat erst morgens immer meinen Papa weggebracht an den Bahnhof, wenn er nicht gelaufen ist. Und die ist dann auch zur Arbeit gefahren, aber halt erst ab 8. Ja, und dann hatten wir halt meistens das Glück, dass wir mit durften, wenn dann die Busse nicht gefahren sind. Ja, aber Gott, das war schon jetzt, also wenn ich jetzt so zurückblicke, war das schon eine schöne Zeit. Ja, das weiß man als Kind, sieht man das Ganze manchmal ein bisschen anders. Ja, weiß gar nicht, wie war das so bei euch? Habt ihr oder hast du da andere Erfahrungen gemacht? Denn ich kann mir vorstellen, in der Stadt, also meine Kinder, die gehen bei Wind und Wetter
haben es ja auch nicht weit, gehen die halt in die Schule. Ja. Also da haben sie halt keinen Vorteil vom Dorf. Ja. Da sind sie auch dann manchmal am Stöhnen, oh, jetzt sind die Dorfkinder schon wieder nicht da. Ja, wie das da, wie diese, wie heißt es, das Glatteis da kam, dieser Eisregen. Da waren nicht viele Kinder in der Schule. Kann ich auch nachvollziehen, das wäre mir auch so zu gefährlich gewesen. Ja, das ist schon, ne? Aber meine sind, wie gesagt, die sind meistens da. Ganz selten, außer die Schule hat dann halt gesagt, ich weiß, dass bei dem Eisregen haben sie halt gesagt, dass das ja freiwillig wäre mit der Schule und allem drum und dran. Und dann sind meine zwar hin, die kamen aber dann wieder heim, weil dann gesagt wurde, es wird Homeschooling gemacht sozusagen. Ja. Und dann sind sie sozusagen am Computer in ihre Klasse gegangen. Ja, auch nicht schlecht. Also ich meine, das hatten wir zum Beispiel nicht. Ja. Also hat alles seine Vor- und Nachteile sozusagen. Ja. Aber so ist das, ne? Das eine so, das andere so, ne? Ich glaube, ich muss hier mal den Wachs wechseln. Der ist da sehr aufgebraucht sozusagen. Der ist nicht mehr so schön. So, mal gucken, ob ich das hier noch nutzen kann. Ich denke aber schon, ist nicht mehr viel. Aber ich denke schon. So. Ja. Aha, schon viel besser. Seid ihr auch manchmal zu faul, das Wachs zu wechseln? Also ich bin da ja, ich denke dann immer, komm, geht noch. Komm, das geht noch. Aber wenn man es dann mal gewechselt hat, merkt man wieder den Unterschied. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich nicht hier vielleicht mal so ein kleines Zeitraffer mache, weil ich würde den Fuchs ja schon gerne fertig sehen. Und ich glaube, ihr ja auch. Also, und es ist ja nicht mehr viel. Es wären noch 8 Farben. Ne? Da könnte man doch schauen, ob man das so hinkriegt. Mit einem kleinen Zeitraffer. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, jetzt habe ich falsch oder schlecht gelegt, sagen wir so. Na? Ja, ich glaube, ich mache einen Zeitraffer und dann hören wir uns gleich wieder.
So, jetzt sind wir am letzten Buchstaben. Hier oben haben wir noch einen vergessen. Oder ich habe den vergessen, aber den setze ich nachher gleich ein. Ich mache jetzt erstmal noch das letzte Symbol, letzten Buchstaben fertig. Und dann haben wir den Fuchs fertiggestellt. Ich habe gerade eben überlegt, wie ich die Steinchen gelegt habe. Dachte ich, so an sich finde ich, kommt der ja gut raus für das kleine Format. Ist auch eine nette Abwechslung. Also hat man schön gelegt. Die Steinchen sind toll. Die lassen sich super legen, sind auch schön gleichmäßig, decken das Symbol schön ab. Also da kann man wirklich nicht meckern, finde ich jetzt. Das Einzigste, aber das gucken wir vielleicht gleich mal zusammen, was mir jetzt so ins Auge gestochen ist, ist das Lila hier. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gefällt oder ob man das halt einfach nur von weiter weg sehen muss, dass die Farbe halt besser wirkt oder im Zusammenhang mit den anderen Farben besser rüberkommt einfach. Muss man gleich mal schauen. Das weiß ich, wie gesagt, nicht. Ja, da lassen wir uns mal überraschen, wie das jetzt dann aussieht gleich. Ja, ich habe ja noch ein bisschen was zum Legen, aber wie gesagt auch nicht mehr viel. Und ich finde, wie gesagt, für so zwischendurch ist das schon ein schönes Bildchen. Was ich auch goldig finde, ist, dass da gleich so ein kleiner Rahmen mit dabei ist. Also man kann es gleich sozusagen fertig machen und sich hinstellen. Ich muss mal gucken, ob ich hingehe und das Bild versiegel, aber ich glaube eher nicht, da ich das in dem Rahmen ja dann habe, werde ich das nicht versiegeln. Ich glaube nicht, nee. Mal schauen. Aber ich dachte, wir machen das vielleicht auch zusammen in den Rahmen rein, denn dann haben wir es ja wirklich von Anfang bis Ende. In einem Wip und Chat gehabt, sozusagen. Ja. Ich glaube, das machen wir dann auch gleich mal. Dann legen wir noch die letzten Steinchen. So, und ihr seht es auch mit dem Mehrfachsätze kann man schön setzen. Ja, man kann die Steine noch mal ein bisschen schieben, wenn einem das nicht so gefällt oder man das Symbol nicht so getroffen hat. Also das funktioniert schon. Man hätte jetzt hier auch hingehen können und sich Steinchen noch holen, Sondersteinchen einbauen können. Aber das ja, habe ich so in den Flächen noch nicht gemacht. Ich habe das einmal bei meinem kleinen Osterbildchen gemacht, bei dem Hasen. Da habe ich ja die ganzen weißen Steinchen als Strassstein ersetzt. Aber da habe ich halt das komplette Symbol getauscht einfach. Und das hat auch da gut funktioniert. Also das war gar kein Problem. Aber so jetzt hingehen und ABs, also Aurora Borealis Steinchen mit dieser Beschichtung zu tauschen und das auch in einem großen Bild zu machen, das habe ich auch noch nicht gemacht. Also ich habe mir immer die Bilder so geholt, dass ich gleich die Steinchen mit dabei habe, damit ich wusste, wo ich sie hinsetze. Ja, deswegen. Jetzt habe ich das hier halt auch, so wie die Steinchen ja waren, haben wir ihn gepainted.
Ich finde, das sieht gut aus. Das ist schon ein schönes Ding. Ein schöner, süßer Fuchs. Ja. Und dann so klein und süß. Den kann man sich hinstellen, kann man auch vielleicht ins Kinderzimmer stellen oder sich ins Büro stellen oder, wie man das möchte. Ja, Steinchen haben wir jede Menge übrig. Ihr seht es ja, habt es ja auch eben gesehen. Die Steinchen, die ich noch rübergeschüttet hatte. Also, das hat schon gepasst. Jetzt gucken wir nochmal nach dem V. Das ist die 13. Dann holen wir da nochmal den letzten raus und setzen ihn. So. Das ist einmal der fertige Fuchs. Obwohl jetzt so hier mit dem Lila sieht das doch ganz, oder diesem dunklen Lila, Graulila, sieht das doch ganz gut aus. Er wird ja so von hinten angestrahlt. Hier das Helle, hier ist das Büchlein. So an sich, finde ich, kommt er doch ganz gut raus. Das hätte ich jetzt nicht angenommen. Ich mache gerade mal den Bilderrahmen frei. Den haben wir ja hier noch. Ist ja so ein normaler Plastikrahmen. Ich hole euch mal ein bisschen weiter raus, dass ihr das einfach besser seht. So. Ich musste jetzt auch Licht anmachen, weil bei uns ist hier schon wieder Gewitter. Also wir haben richtig schönes Aprilwetter im Juni. No? Aber gut, ist halt. Das ist von der Natur aus gegeben. Fertig. So. Die Stelle, wo ich jetzt die Folie abmache, die mache ich nach vorne. Lege ich jetzt einfach so rein, so dass es passt. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, haben wir hinten eigentlich auch noch eine Folie? Könnte ja gut sein, ne? Ja, da ist auch eine. Machen wir die auch noch schnell ab. So. Und dann schneide ich hier am Fuchs. Mal schauen, wie ich das hinkriege. Noch den überstehenden Rand ab. Da war gerade noch ein Steinchen locker, das hat nicht richtig gesessen. Aber sonst so ist das doch. So vom Weiten finde ich ihn jetzt nicht schlecht. Schneiden wir mal. Ich lasse da noch so ein bisschen Rand stehen, weil ich glaube, das kann das Bildchen schon vertragen. Ihr merkt es, hier ist auch Kleberand, also die Schere geht da nicht so gut durch. Aber das ist nicht schlimm. Ist ja nur ein kleines Stückchen, wo man schneiden muss. So. Nummer 1. Ich glaube, hier schneide ich ein bisschen dichter, weil dann könnte ich mir diese Legende da in das Büchlein von mir kleben, wo ich diese kleinen Sachen drin habe einfach. Ne? Ja, das mache ich auch. Das hier hebe ich auf, wo das Bildchen damit dran ist. Und hier schneiden wir nochmal ab. Das kommt rüber. Und hier wird nochmal abgeschnitten. Ich weiß nicht, würdet ihr jetzt so ein kleines Bildchen versiegeln oder würdet ihr das auch so lassen? Ich weiß nicht, also ich werde es so lassen. Mal schauen, wie es gleich aussieht. Ich hoffe, jetzt es kullert hier nicht so hin und her.
weil da habe ich natürlich Mist gebaut, indem ich die Sachen da abgeschnitten habe. Ja. Oh, guckte mal, wie süß. So, der ist doch süß. Jetzt kann man den einfach so hinstellen. Tada! Ja, das war sozusagen der kleine Fuchs. Ups. Ich glaube, ich muss mir den hinten dran so ein bisschen festkleben, dass der nicht so hin und her wackelt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, so mal ein Bildchen von Anfang bis Ende mit mir zu legen. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das gefallen hat, ob das so in eurem Sinne ist. Und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn ihr mögt. Ein Däumchen nach oben. Und auch gern, wie gesagt, ein Kommentar. Und vielleicht ein Abo, wenn ihr mögt, ein kostenloses. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.